Liebe Zuschauer, zur Zeit des Jahreswechsels lasst uns einen Blick auf das Tier des Jahres werfen, Tu, den Hasen. Das chinesische Wort Tu ist der Oberbegriff für alle hasenartige Tiere, der kontextabhängig dem deutschen Wort Hase oder Kaninchen entsprechen kann. Vermutlich seit der Erfindung des Bogenschießens gehört der Hase zu den am häufigsten gejagten und gegessenen Wildtieren der Menschheit. Mit dem Zusammenleben haben wir Menschen enge Beziehungen mit dem Hasen aufgebaut und große Zuneigung dafür entwickelt. Fast jeder von uns, egal aus welcher Nation, kennt seit der Kindheit viele Geschichten, Lieder und so weiter über den Hasen. Sie sind süß und auf der ganzen Welt verbreitet, weshalb sie so beliebt sind. Biologisch wird der Hase als ein Mitglied der Nagetiere untergeordnet. Die hasenartige Familie kann in zwei Unterfamilien mit 11 Gattungen und ca. 55 Untergattungen klassifiziert werden. Darunter sind die meisten Gattungen Wildtiere, die sich weltweit von Karten bis zu heißen Regionen, von der arktischen Region in Nordkanada und Grönland bis zum afrikanischen Savanne verteilen. Spätestens 1000 nach Christus in Frankreich ist es gelungen, Wildkaninchen zu Hauskaninchen zu domestizieren. Das europäische Wildkaninchen ist auch die einzige hasenartige Gattung, die von Menschen domestiziert wird. Von Europa aus verbreiteten sich das Hauskaninchen weltweit, die uns Fleisch und Fell spenden. In der antiken chinesischen Literatur kam der Hase oft als das Symbol der Jagdbeute vor, weshalb es relativ viele mit Hasen gebildete Idiome gibt, die mit dem Jagen etwas zu tun haben. Das Idiom 兔死狗烹, wann der Hase gestorben ist, wird auch der Jagdhund umgebracht, beschreibt beispielsweise das Phänomen, dass jemand nach der Zielerreichung beseitigt wird, soweit er keinen Nutzwert mehr hat. Ähnliches gilt auch für das Idiom 兔死狐悲, wenn der Hase gestorben ist der Fuchs traurig. Der Fuchs weint für den Hasen, weil er auch beliebter Jagdbeute ist und dasselbe Schicksal haben kann. Es symbolisiert, dass wir Empathie für das Leiden der Mitmenschen haben sollen. Nicht nur aus Menschenrechten heraus, sondern auch für uns selbst. Die Empathie und das Bewusstsein können uns dazu führen, die Wiederholung desselben Schicksals möglichst zu vermeiden. Das Idiom 守株待兔, unter dem Baum auf den Hasen warten, ist eine der bekanntesten Chengyu-Geschichten. Sie vermittelt uns einerseits, dass der Dusel sehr unrealistisch ist, ohne Arbeit, Geld und Eisen zu erlangen. Andererseits, dass die durchgeführte Maßnahme der aktuellen Situation geeignet sein muss. Um die Lebensgarantie zu erhöhen, wurden die Gene für Lebensschonung bei Warthasen evaluiert. Die Schlauheit und das schnelle Laufen. Vor 1000 Jahren haben manche Chinesen festgestellt, dass ein schlauer Hase normalerweise mehrere Höhlen als zu Hause hatte, damit der Jäger und Großtiere sie schwieriger finden konnten. Daher entwickelte sich das Idiom 狡兔三窟. Ein schlauer Hase hat 3 Höhlen, das heute meistens in abwertenden Kontexten gebraucht wird, wenn man Ausweichmöglichkeiten für sich vorbereitet. Das Volk hat ebenso entdeckt,
dass der Hase in den meisten Fällen das Gras in der Nähe seines Krauses nicht fraß, damit das Krause besser versteckt bleiben konnte. Stattdessen holte er lieber Gras aus der Ferne und reservierte sein Futter im Krause. Daher entwickelt sich der Lehrspruch „Tuzi不吃窝边草“. Der Hase frisst das Gras neben seinem Krause nicht und beschreibt, dass man nicht die Mitmenschen in der Umgebung schaden soll. Der Hase gehört zu den Tieren, die am schnellsten laufen können. Im Chinesischen, wenn jemand sich sehr schnell und flink bewegt, kann er mit dem Idiom „动如脱兔“, sich wie ein befreiter Hase bewegen, beschrieben werden. Beim Vollmond ist der Mondkrater auf der Erde hell sichtbar, was die Faszination der menschlichen Vorfahren erregte. Die Chinesen und Japaner sahen in den Krater einen Hase, weshalb der Hase in vielen asiatischen Mythen einen Zusammenhang mit dem Mond bildet. Mit einer ähnlichen Logik wird der dunkle Sonnenfleck für das chinesische Urvolk mit einem Haben assoziiert. Das Idiom „东兔西乌“, der Hase im Osten und der Habe im Westen, oder Jin Wu Yu Tu, der goldene Habe, und der Jadehase kann den Verlauf der Zeit symbolisieren. Nach dem chinesischen Mythos lebte auf dem Mond ein Hase, dessen Fell so weiß und glänzend wie die weiße Jade war und deswegen Yu Tu, Jadehase, genannt wurden. Yu Tu war das Lieblings- und einzige Haustier von der schönen Göttin Chang'e und arbeitete andauernd für das Zermahlen der medizinischen Kräuter. In manchen nordchinesischen Regionen gibt es eine Volkserzählung, dass der Jadehase bei einer Epidemie Kräuter an arme Leute verschenkt und tausende Leben gerettet hat. Entwickelt von der Volkserzählung entstand in Peking die Sitte der Verehrung von Tuye zum Mondfest. Die nach Tuye geformten Spielzeuge waren unter den Kindern beliebt. Leider ist die traditionelle Technik für die Herstellung von Tuye verloren gegangen. Heute hat das Mondprogramm der Volksrepublik China die Figur des Jadenhasen konkretisiert. Der künstliche Mondrover, der Yu-Tu-2 heißt, läuft gerade auf den Mond und arbeitet für die Wissenschaft. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg. Der Hase ist klein, schwach, zaghaft und sehr lieb, sodass die Menschheit zwei extreme Ansichten zu den Hasen hat. Viele finden den Hasen sehr schutzbedürftig und versuchen ihr Bestes, ihn zu schützen und das Schlachten des Hasen zu vermeiden. Aber der Hase ist auch vielen Leuten ein Feigling, den sie grenzenlos ausbeuten und verletzen können. Im Alltag kennen Sie bestimmt auch jemanden, der so einen Charakter wie ein Hase hat. Er ist zwar schlau oder fachkompetent, aber mutlos gegenüber Mobbing oder Unterdrückung. Sie sind zufrieden, wenn sie Gras zu fressen haben, aber ein Wolf kann sie unmöglich in Frieden leben lassen. Für ein besseres Leben in der Gesellschaft ist der Mut gegenüber Unrecht notwendig. Liebe Zuschauer, wie ist Ihre Meinung zu Hasen und hasenartigem Charakter? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Glück und Gesundheit im Jahr des Hasen.